Vor 5 Jahren ist das Beutel auf der Dracohi-Hütte entstanden. Da haben wir gesagt, auf den Spitz müssen wir rauf. Und jetzt ist es endlich soweit, dass es soweit ist. Ja, wer hat's erkannt? Es ist das Zinal-Rothorn. Und von Zinal sind wir jetzt auf dem Weg zur Cabane du Montet. Vor uns der Grand Connier, dahinter den Blanche und der Point de Zinal. Auch sehr beeindruckend, das Obergabelhorn. Und endlich ist die Hütte in Sicht und dieses Panorama auf der Grand Montet lässt sich nur schwer übertreffen. Die Hütte ist recht wenig besucht. Das Lager wird zwar noch voller, aber dann in der Früh sind wir tatsächlich die einzigen, die so früh aufstehen und den Nordgrat in Angriff nehmen. Entlang von Steigspuren und Stormantel folgt man zunächst dem Moränenrücken, bis man sich dann einen geeigneten Platz sucht, um auf den Gletscher zu wechseln. Passend dazu wird es auch langsam hell. Bei den ganzen Spalten gehen wir ein bisschen mehr Licht gut brauchen. Und da unsere bevorstehende Tour. Über den Gletscher geht es zum Punkt 3724, um dann auf dem 4. Grad auf den Fels zu wechseln. Man kann sich es kaum vorstellen, aber von der El Epole sind es immer noch 200 Höhenmeter bis zum Gipfel. Es folgt der erste Gendarme, welcher links umgangen werden kann. Dann das berüchtigte La Rassoir. Die Sphinx wird rechts umklettert und an der Boss erwartet uns nochmal ein steiler Aufschwung mit 2 Seillängen. Ja, leck. Ja, mehr gibt's dazu auch nicht zum Sagen, glaube ich. So, gut ist gegangen. Und der Bergschrund bis zum 4. Grad rüber ist dafür relativ harmlos. Kurz darauf sind wir dann schon im Felsteil und im einfachen Gelände geht's rauf bis zur El Epole. Ja. Da erreichen wir dann den eigentlichen Nordgrat und damit auch die ersten Sonnenstrahlen. Gut. Das war nicht länger. Bisher geht's ganz gut ohne Steigeisen. Schauen wir mal wie lang. Bei der Umgehung vom ersten Gendarm im Firn hätten wir es jetzt schon brauchen können, aber die Spur ist schon nicht schlecht und dafür legen wir heute jetzt ein paar mehr Sicherungen hin. Okay, Annika, geh weiter.
Der Grat wird jetzt zunehmend schärfer und ausgesetzter. Seinen Höhepunkt erreicht diese Schärfe aber am Rasoir, dem berüchtigten Rasiermesser. Auf der anderen Seite muss man dann wieder ein Stück runterklettern. Ein super Stück Fels. Wie gemacht, um drauf rumzukraxeln. Und wie es da so ist, treffen wir auch gerade an der Engstelle eine Seilschaft mit Bergführer, die den Nordgrat im Abstieg macht. Jetzt denkt man, sie ist nicht mehr weit, vor uns ist schon die Bosse in Sicht. Und Annika umgeht hinter mir gerade die Sphinx. Vor diesem Aufschwung nutze ich nochmal die Gelegenheit und wechsle auf die Steigeisen. Da liegt doch noch relativ viel Schnee drin. Dann lässt er sich aber gut klettern. Nach 2 Seillängen ist der steile Teil dann überwunden und man sieht die letzten Meter bis zum Gipfel. Davor gibt es jetzt hier den einzigen Pausenplatz am Grat, der mal nicht ganz so ausgesetzt ist und wo man vor dem letzten Abschnitt nur mal verschnaufen kann.
Der Teil ist dann wieder leichter, aber wenn man vorher gesehen hat, wie weit überhängend das links oben geht, legt man doch ein paar mehr Sicherungen. Ja, und jetzt war der erste Teil geschafft. Am Gipfel sind wir schon mal. Doch der Normalweg ist jetzt auch nicht so viel leichter. Und wir kennen beide nicht. Den müssen wir jetzt erstmal finden. Das Panorama, das ist jedenfalls grandios, da gibt's nichts. Obergabelhorn, Matterhorn, das ganze Monte Rosa, alles ist dabei. Da drüben Strahlhorn und Rimpfischhorn. Aber wir wissen, dass sich der Abstieg noch ganz schön ziehen wird und deswegen brechen wir lieber wieder auf. Dann haben wir den Felsteil vom Normalweg geschafft und sind jetzt richtig erleichtert, endlich wieder weniger ausgesetzt auf dem 4 Grad unterwegs zu sein. Trotzdem ist nur ein mühsamer Abstieg bis zur Rothornhütte. Während dann um 4 in der Früh die ganzen Zinal-, Rothorn- und Obergabelhorn-Aspiranten aufrumpeln, drehen wir uns nun mal um und genießen ein gemütliches Frühstück, bevor wir dann den Abstieg nach Zermatt in Angriff nehmen.